Lieber Skorpion, hier ist der Kurzimpuls fürs Kollektiv der Skorpione. Was darf ich für den August weitergeben? Für den Skorpion. Hier ist der Neuschnee mit der Reinheit und unten haben wir das Thema Freiheit. Ich sage euch gleich mehr. Die Seele sagt euch hier im August, überwinde dich. Manchmal muss man Brücken bauen, um Menschen, die einem etwas bedeuten, ja, wie soll ich das sagen, ein Angebot zu machen, ohne Angst zu haben, dass man abgelehnt wird. Das sind mir zu viele. Ich brauche noch eine Karte für den Skorpion. Ja. Hier geht es darum, mit dem Neuschnee auch, dass egal was in der Vergangenheit war, es kann immer ein Neuanfang gemacht werden. Hier kommt frischer Wind in eine Sache. Es kommt Reinheit in die Seele und die durchdringt auch alles, was einem begegnet. Hier ist Herzöffnung, eine Zeit der Gnade, die beginnt. Ich sage wir, ich bin auch ein Skorpion, dürfen uns hier auch gewiss sein, dass das Beste zu uns kommen wird. Und wir haben so diesen Lernfaktor dabei, dass das Leben sich nicht immer wiederholt und dass es nicht immer so ist, dass die Zukunft sich an der Vergangenheit orientiert. Hier fallen Glaubenssätze von einem ab, wiederkehrende Herausforderungen lösen sich auf und es beginnt eine Zeit der Erlösung für uns, was dann auch wieder klitzeklar ist, weil wir gehen hier in die Karte der Freiheit hinein. Es ist auch eine sehr tiefgreifende Botschaft, denn wir haben ja mit dem Thema überwinde dich auch irgendwelche Blockaden, die wir haben. Und hier geht es darum, sich selbst und sein wahres Selbst zu zeigen, sich frei zu machen von irgendetwas, was bewertend auch ist. Entscheidungen treffen, die mehr Freiheit bringen, sich keine Fesseln anlegen lassen, etwas wagen, die eigenen Flügel entdecken. Und die Aussage halt, dass wir nicht hier sind, um gewöhnlich zu sein oder im Alltagsskara unterzugehen. Hier sind sehr viele selbst auferlegte Grenzen und Beschränkungen. Wir haben nicht mehr so dieses Bedürfnis, allen anderen gefallen zu müssen. Wir kommen mehr in dieses Ding, dass wir ein Leben führen nach unseren Vorstellungen und nach unseren eigenen Regeln. Hier kann man unglaublich frei sein und trotzdem nicht alleine, sondern ein Teil von etwas. Hier unten haben wir mit den Kipperkarten noch zwei Aussagen. Die eine Karte ist das Haus. Da dürfen wir innerhalb der nächsten 3 Monate auch mit allem rechnen, was Geborgenheit, Häuslichkeit, Sicherheit gibt. Die Familie, das Umfeld, aber wir haben natürlich hier auch ein Thema der Komfortzone und hier ist die Überwindung davon. Tatsächlich liegt hier daneben die Hoffnung, das große Wasser, ne? Quatsch. Doch, es ist die Karte. Ich habe mich gerade verlesen. Ich dachte, es wäre zu hohen Ehren kommen, aber es ist die Hoffnung, das große Wasser. Hier haben wir so Eigenschaften, wo wir sehr viel Energie freisetzen können. Wir dürfen aber auch unsere Bodenhaftung hinterfragen und überprüfen, was machbar ist und was nicht umsetzbar ist mehr für uns. Es kann auch austauschen sein oder aussortieren. Und es geht eben auch um unsere eigenen Wünsche und Träume.
die wir eben auch machbar umsetzen dürfen. Also hier ist nichts, wo wir, naja, ich sage mal, in etwas investieren, was uns nachher nichts bringt. Das ist eigentlich eine größere Klarheit, die man da erlangt. Nehmen wir noch einen Glücksimpuls für die Skorpione. Manifestieren haben wir hier und hier haben wir tatsächlich einen Glücksfall. Etwas, was du dir hier jetzt aussuchst. Das kann natürlich zu einer guten Gelegenheit werden. Und wir haben unten noch Amors Pfeil. Ihr lieben Skorpione, ich wünsche euch einen schönen August. Ich drücke euch bis bald. Liebe Fische, wir schauen in euren August mit einem Kurzimpuls. Ihr habt hier den Erntemond und unten die Sorgfalt. Das ist schon mal gut, denn hier kommt Entspannung rein. Ihr habt hier irgendwie ganz sorgfältig euer Feld bepflanzt, auch mal was brach liegen lassen, so damit es später gute Ergebnisse gibt. Und ihr dürft hier tatsächlich mit Entschleunigung rechnen. Ich sage euch gleich mehr dazu. Ihr habt hier 3 Botschaften. Ihr dürft euch zurückziehen. Manchmal muss man einen Schritt nach hinten gehen, um dann wieder Anlauf zu nehmen. Den Schutzengel. Und ihr habt, nutze den Tag, ne, für den August. Richtet eure Aufmerksamkeit nicht auf die Vergangenheit. Macht das, was ihr für richtig hält. Bei vielen ist es ja so auch, dass sie, ja, ich würde mal sagen, dass sie auf die Zeit warten, bis Entspannung kommt und am Ende weiß man dann mit seiner Zeit nichts anzufangen. Jedenfalls habt ihr hier die Ernte. Ne? Ihr kriegt Entlohnung für das, was ihr erschaffen habt. Ihr könnt die Füße hochlegen, entspannen und loslassen. Es ist hier an dem Punkt auch nicht mehr nötig, dass man so nach vorne hetzt. Und hier ist eine sanfte Energie. Man kann ein bisschen Kontrolle abgeben. Die Intuition spricht wieder mehr mit einem. Man fühlt sich hier auch mit dem Schutzengel vielleicht verbundener zu allem. Hier kommt ein bisschen Magie in euer Leben. Ihr dürft zusehen, wie sich diese entfaltet. Und von diesem Punkt der Entspannung, wo ihr hier reinkommt, ne, ist es angebracht, jetzt geduldig wieder zu sein. Hier muss man nichts nach vorne treiben, beharrlich sein. Hier ist ja auch eine Planungszeit wieder für die nächsten Dinge, die man gehen möchte oder umsetzen möchte. Und hier ist ja die Aufforderung, dass je sorgfältiger ihr von dem Punkt aus seid, dass ihr das 10-fach entlohnt kriegt für die Zukunft, für eure weitere Lebensreise. Ne? Ihr dürft hier so lang putzen, entrümpeln, aufräumen, sowohl die Häuslichkeit als auch die Energien um euch rum. Und auch, ich sage mal, Situationen, Beziehungen, Menschen um euch rum zurücklassen, die euch nicht nähren. Hier unten habt ihr mit der Reisekarte sozusagen entweder tatsächlich eine Reise, es kann auch um ein Fortbewegungsmittel irgendwo gehen. Möglicherweise habt ihr auch Fernweh, etwas ruft euch auf zu neuen Ufern. Es kann auch so sein, dass ihr über einen Ortswechsel nachdenkt. Die Urlaubszeit ist angezeigt. Es kommt auch Bewegung in euer Leben, wo ihr euch, ich sage mal, von einem Platz zum anderen bewegen könnt oder von einer Situation zur anderen. Es ist aber auch die Aufforderung, dass ihr trotz Entspannung euch auch angeregt beschäftigt. Was hier auch sein kann, ist, dass irgendetwas ein bisschen teurer wird als gedacht. Aber
Für einige von euch kann es auch sein, dass sie hier irgendwie jemanden kennenlernen in der Urlaubszeit, in der Reisezeit oder jemanden auch von weiter weg. Hier nimmt man Abstand vom Alltagsallerlei, öffnet so vielleicht auch wieder die Türe zu einem neuen Partner. Und wir gucken noch den Glücksimpuls für euch, liebe Fische. Ihr habt ein Ass im Ärmel und eine positive Nachricht ist auf dem Weg zu euch. Ich wünsche euch einen schönen August. Ich drücke euch, ihr Lieben, bis bald. Liebe Krebse, hier kommt der Kurzimpuls für euren neuen Monat, den August. Was darf ich euch weitergeben? Welche Themen stehen an? Wow, ihr habt hier den doppelten Regenbogen, der für ein Wunder steht, und den uralten Wald. Er steht für das Thema Gemeinschaft. Ich sage euch gleich mehr dazu. Lebe deinen Traum. Hier scheint es tatsächlich so, dass ihr euch wieder neu auf den Weg macht, an eure Träume zu glauben, sie aufzuerwecken, nicht zu resignieren, etwas zu visualisieren, was auch machbar ist, was ihr euch vorstellt. Träume verwirklichen ist ja so ein Ding, weil Träume finden meist nur in der gedanklichen Ebene statt, wenn man sie bearbeitet, aber sie werden nicht auf die Welt irgendwie gesetzt. Ja, vielleicht läuft irgendetwas nicht so, wie ihr es erwartet habt. Ihr rechnet irgendwo damit, dass ihr eine Absage kriegt, dass irgendetwas nicht zu euren Gunsten entschieden wird. Viel wichtiger ist hier aber auch, dass hier vielleicht ein bisschen Melancholie ist oder Enttäuschung, Missverständnisse waren, dass ihr euch an sich nicht verstanden gefühlt habt oder dass etwas kräfteraubend war über eine lange Zeit, etwas mit euch gemacht hat im Prinzip, und dass ihr jetzt hier die Zeit habt, für Erholung und Entspannung zu sorgen. Ihr kriegt hier mit der Hauskarte auch tatsächlich die Gelegenheit, etwas zu stabilisieren, Geborgenheit zu fühlen, da wo ihr vorher vielleicht gegrämt oder gekränkt wart oder euch ja so ein bisschen Schmerz überkommen hat. Und eure Häuslichkeit wird angezeigt, die Sicherheit, die Family, das Umfeld, aber auch hier immer die Warnungszone. Wo ist deine Komfortzone zu groß? Wo lässt du vielleicht eine Grenze entstehen zwischen dir und den anderen? Hier ist ja eine Zeit, wo man vielleicht Melancholie empfunden hat, und hier kommt mit dem doppelten Regenbogen gleichzeitig auch eine doppelte Segnung. Hier ist zweimal der Regenbogen drauf. Nach dem Unwetter erscheint der Regenbogen. Er hat alle Farben, er steht auch für das Prinzip Hoffnung. Und die Karte sagt einfach, dass die Stürme der Vergangenheit vorbei sind und es geht nun um deine Träume. Und die siehst du hier. Hier ist gutes Geschick für etwas dabei, das du umsetzen kannst. Hier kommt auch wieder der Glaube mehr zurück, dass das Universum gütig ist. Ihr dürft hier etwas in euch investieren, in eure Vitalität, in eure Beziehungen, in irgendein Projekt, was auch immer ihr umsetzen wollt. Hier kann man auch Beziehungen zu anderen wieder mehr aufbauen und Vertrauen haben, dass einem das Beste passiert und das Beste auch zu einem kommt. Ihr habt hier für den August mit diesem uralten Wald natürlich auch mehr Bewusstsein dafür, was um euch herum ist, was euch helfen könnte, unterstützend wirkt. Ihr dürft hier auch mal abgeben, um Hilfe bitten, euch aussprechen. Ihr müsst nicht alles selber schaffen. Hier ist vielleicht noch ein bisschen mehr als die wahre Familie, die Blutsbande. Das können Wahlfamilie sein, neue Freunde, Ahnenthemen, ne, die sich hier zeigen.
Jedenfalls geht es hier um ein neues Netzwerk, das dich irgendwo auch ein bisschen rausholt, mit Tatkraft, mit guten Worten. Und es geht aber auch, das könnte deine Komfortzone sein, darum, dass du darum bitten darfst. So, eine positive Nachricht ist auf dem Weg zu euch und ihr dürft eine kleine Kurskorrektur vornehmen. Liebe Krebse, ich drücke euch bis bald. Liebe Löwen, hier kommt euer Kurzimpuls für den August. Was darf ich euch mitgeben für das Kollektiv der Löwen? Ja, das ist ja schon mal schön. Ihr habt hier eine goldene Gelegenheit, die euch zu einem Neuanfang führt. Ich sage euch gleich mehr. Ihr habt auch ein Pendant dabei. Hier ist der Mond und die Sonne. Yin und Yang, Tag und Nacht. Ihr habt die Reisezeit dabei. Es kann ja sein, tatsächlich, dass jemand eine Reise macht, dass jemand eine Reise plant, dass jemand spontan etwas unternimmt. Aber hier kommt frischer Wind und Auszeit rein für euch. Erholung. Für die Löwen, August. Das Haus. Und seine Gedanken. Das ist sehr faszinierend für mich, denn die erste Karte mit der Mondnacht, die die Gelegenheit mitbringt, sagt hier, wie der Mond das Licht der Sonne empfängt und reflektiert. Das habt ihr hier genau gegenüber. Ja? Echt heftig. So verheißt er auch dir, dass dir die Wohltaten des Universums zufliegen. Hier ist sehr viel, das auf dich wartet. Fülle, Vitalität, Freude. Hier ist auch eine sehr schnelle Energie. Hier spricht man schon von Tagen. Und es ist eben nicht immer ein konstanter Strom, der uns zur Verfügung steht von Fülle. Manchmal ist da auch Ebbe. Die zwei Dinge, die arbeiten trotzdem miteinander, obwohl, also Sonne und Mond, ohne die findet kein Leben statt. Und es ist nicht immer Nacht und es ist nicht immer Tag. Deshalb haben wir auch nicht immer diese Fülle, die jetzt mit dem Füllhorn über uns gegossen wird. Aber hier darfst du dich auf eine offene, empfangende Ausrichtung konzentrieren. Ja? Damit etwas, was dir gehört oder zu dir möchte, auch emotionale Geschenke zum Beispiel in dein Leben kommen kann. Und du darfst darüber nachdenken, dass das Universum dich vielleicht nicht beständig mit Freuden beschenkt, aber dass alles, was dir zufließt, in einer dankbaren Haltung angenommen werden kann. Denn hier wirken die Gesetzmäßigkeiten des Universums und wenn du dankbar bist, wird alles sich vermehren. Wenn du hier empfänglich bleibst, hast du hier tatsächlich schon den Neubeginn. Da geht die Sonne auf. Hier gedeiht sozusagen das Leben auf wundersame Art. Es entstehen neue Ideen, neue Erlebnisse, neue Möglichkeiten. Nutze den Tag. Gute Augenblicke, um irgendwelche Projekte zu starten oder Ideen auf den Weg zu bringen. Timing ist ja auch sehr wichtig. Du spürst einfach, dass das Leuchten in dich zurückkommt, in deine strahlende Erscheinung. Dein Licht wird gesehen und es ist alles möglich. Hier hast du natürlich mit seiner Gedankenkarte ein bisschen viel, was dich vielleicht auch von Positivität abhält. Gedankenwelt ist hier angezeigt, das Grübeln, das Nachdenken.
die geistigen Themen auch. Manchmal auch mentales Chaos oder so. Hier darfst du dich fragen, was kannst du tun, damit du dein Mindset anders gestaltest. Man sieht so Themen wie Bilanzieren von Lebenssituationen, aber auch so zum Beispiel Fortbildungen, also geistige Arbeit ist hier angezeigt auf jeden Fall. Hier mit dem Haus hast du natürlich die Stabilität, die Häuslichkeit, Familie- und Umfeldthemen mit dran, aber hier ist eben auch ein bisschen irgendetwas, was du in deiner Gedankenwelt, wo du mal aus der Komfortzone rauskommen darfst. Hier sind sehr viele Chancen für dich im August und du wirst Ballast ab, es wird also leichter. Lieber Löwe, ich drücke dich bis bald. Ihr lieben Schützen, wir schauen in eine Botschaft für den August, für die lieben Schützen, fürs Kollektiv der Schützen. Was darf ich euch weitergeben? Wunderschön. Ihr habt ja eine günstige goldene Gelegenheit und ihr habt die Erfüllung. Ich sage euch gleich mehr. Und diese Gelegenheit ist mir auch bei den Löwen rausgefallen, also einem anderen Element, Sternzeichen eures Elementes. Ihr habt hier Harmonie in deinem Zuhause. Hier geht es um die Umgebung, um Verschönerung, um etwas so zu gestalten, dass es wahrlich eine Oase ist. Und ihr habt die Liebe, die auf euch wartet. Schaut genau hin und erkennt sie. Ein Geschenk. Und die Erwartungen. Der Mond, der bringt euch Schützen hier die Wohltaten des Universums. Also hier fließt etwas zu euch, was eine Art Geschenk ist. Das habt ihr hier zweimal und hier die Erfüllung. Und hier ist Vitalität, Fülle, Freude. Hier haben wir auch eine ganz kurze Zeitangabe. Hier geht es schon um die kommenden Tage. Wird euch hier etwas zuströmen. Und es kommt die Erkenntnis dazu, dass manchmal das Leben oder die kosmische Fülle nicht ständig in vollem vorhanden ist. Dass es Ebbe und Flut gibt und dass es manchmal so und manchmal so ist. Die Mondphasen haben ja auch ihre Zyklen und trotzdem ist der Mond an sich ein Ganzes. Es ist nicht immer Vollmond, es ist nicht immer Neumond. Aber mit dem Mond kommt eben auch die empfangende Ausrichtung, auf die ihr hingewiesen werdet. Also macht euch bereit zum Empfangen. Beklagt euch nicht darüber, dass es nicht immer nur Freude gibt und Schönheit. Nehmt alles, was euch begegnet, in Dankbarkeit an. Denn da, wo Dankbarkeit ist, wird sich alles verzehnfachen. Das ist ein Gesetz des Universums. Auf diese Karte der Gelegenheit folgt jetzt tatsächlich die Erfüllung, die bevorsteht. Und was immer auch im Leben gerade passiert, ihr dürft ja auf die prächtige Frucht gucken. Erfreuliches, üppige Ernte, die Seligkeit des Augenblicks, Leben mit allem, was dazugehört. Auch selbst dafür sorgen, dass man sich bereichern kann, zum Beispiel an Orten, an Situationen, an Freundschaften, an Menschen.
und im Gegenzug davon ablassen, was nicht stärkend ist oder Energie entzieht. Hier stellt man sich selbst in die erste Reihe und nicht die anderen. Hier ist Genesung von Situationen, die auch gebeutelt haben. Hier wird eben einfach gesagt, nimm das Leben mit all seinen Wechselspielen an. Auf jeden Fall eine großartige Zeit, um neu zu beginnen, um ein Projekt in die Hand zu nehmen, um aus dem Vollen zu schöpfen. Hier mit dem Geschenk dürft ihr auch tatsächlich auf Freude warten, auf ein schönes Ereignis. Hier ist die Zeitangabe ja auch schon relativ flott und hier auch bei dem Geschenk. Das ist eine Überraschung, eine Plötzlichkeit. Da hat man Spaß am Leben, da kriegt man wieder gute Laune. Vielleicht hat man auch eine spezielle Gabe, die man besser nutzen kann. Und mit der Karte Erwartung, das zeigt sich eben auch an, ihr dürft hier gute Dinge erwarten, die nächsten 1 bis 3 Monate auch schon schnell. Tendenziell aber trotzdem bei aller Schnelligkeit nichts übers Knie brechen. Ne? Das ist auch wieder etwas, was entsteht, wo man mit Ruhe, Gelassenheit und Hoffnung hingeht, wo man plant, wo man vorbereitet, was man aus dem Guten, was man gekriegt hat, wieder umsetzen oder ja, gestalten kann. Ihr kennt es ja alle auch, ne? Wo viel Erwartung ist, ist auch viel Enttäuschung. Also auch gucken, dass man nicht wartet, sondern lebt. Das ist ja bei vielen auch so. Die warten auf den Frühling, dann warten sie wieder auf den Sommer und es wird nicht richtig gelebt dabei. Das könnte hier diese kleine Kurskorrektur sein, die hier für die Schützen gefallen ist. Und ihr habt noch den Joker, das heißt, ihr habt einen Ass im Ärmel irgendwo, ne? Ihr lieben Schützen, ich wünsche euch einen schönen August. Ich drücke euch. Bis bald. Liebe Widder, hier kommt eure Botschaft fürs Kollektiv der Widder für den August. Was darf ich euch weitergeben? Für euch steht eine transformierende Befreiung an. Die Transformation war unten am Kartendeck. Ist das Herbstleuchten und der Schmetterling, der blaue. Ich sage euch gleich mehr dazu. Ja, ihr seid grenzenlos. Die Grenzen, die ihr euch selbst gesetzt habt, fallen von euch ab. Man macht hier so die Erfahrung, dass man über die Grenze auch rauskommt, wenn man erkennt, wo man sich selbst begrenzt. Und ihr habt hier unten noch die lichtvollen Wege. Auch wenn dein Weg über viele Stolpersteine führt, du wirst in eine neue Leichtigkeit gehen. Glück und Liebe sind dein Lohn. Vielleicht hattest du bisher auch gedacht, dass dir das nicht zusteht. So, ihr habt hier die Gedanken, das Haus und das Geld. Wir fangen mal bei dem Herbstleuchten an. Hier geht es um das Thema Loslassen, Befreiung. Hier sieht man die bunten Herbstblätter fallen. Es ist eine Zeit der Ernte irgendwo auch, ne? Und die Karte sagt eigentlich, dass es an der Zeit ist, Dinge so anzunehmen, wie sie sind. Wir können manche Dinge nicht ändern, aber wir können gucken, wie viel Wert wir denen geben im Kopf. Hier dürft ihr auch richtig so einen Herbstputz machen, ne? Umstände, Menschen oder Gegenstände, die nichts
dienlich sind, mehr ablegen. Auch die Glaubenssätze, die kriegen wir ja oft in der Kindheit geprägt, ne? Was wir alles nicht erreichen können, wurde uns wahrscheinlich öfter gesagt, als dass wir eben keine Grenzen haben. Ja, das könnte ja eine große Sache der Transformation bei euch sein. Ihr dürft ja alles, was ihr nicht mehr seid, von euch herunterreißen, bis ihr euren wahren Kern seht. Und es ist halt die Aufforderung, im Prinzip, wenn etwas Neues sich transformieren will, und das habt ihr da, und hier liegt der Reichtum an sich für euch persönlich, dann klammert nicht an das Alte, lasst das Neue rein, denn sonst wird es schwierig, dass es da reinrutschen kann in eine neue Energie. Also hier geht es einfach darum, einen Grundreinigungsputz zu machen von allem, zu entsorgen oder auch in die tiefsten Ecken zu gehen, zu entgiften. Es ist einfach nötig, dass ihr euch bewusst macht, dass Altes weg muss, damit ein Platz für Neues entsteht. Aber ich glaube, das schafft ihr hier ganz gut, denn mit dem blauen Schmetterling steht euch hier eine gewaltige Transformation bevor. Und der ist deshalb blau, weil Blau eben auch die Farbe der Stille, des Friedens ist. Und es ist ein großer Wandel, ein Wandel, bei dem ihr euch sogar beginnen könnt, neu zu erfinden. Der Alltagstrott wird angesprochen, ne? Ergreift irgendwie Maßnahmen, die euer Leben mehr erfüllen. Hier ist eine große Gedankenlastigkeit. Und hier geht es nicht darum, dass ihr etwas Altes nimmt, es anders anmalt und dann wieder benutzt, sondern es geht hier tatsächlich um den kompletten Wandel, um eine ganze Transformation. Es kann sein, das fühlt sich etwas unangenehm an. Aber in der Regel, und da führt es ja unten bei den Kipperkarten auch hin, müsst ihr ein bisschen aus der Komfortzone des Denken ändern, um hier an euren Reichtum zu kommen. Ja, hier ist Glück und Wunscherfüllung auch vorhanden für euch, aber auch ein Stückchen Arbeit an euch selber. Ja, hier ist es eben so, dass die nächsten 4 bis 12 Wochen ihr grübelt oder bilanziert. Das gehört vielleicht auch zur Befreiung dazu, weil wenn man überlegt und so eine Analyse macht, wie habe ich bisher gehandelt, was mache ich jetzt, was beschäftigt mich, wo habe ich auch ein Chaos in meinen Gedanken, habt ihr hier auf jeden Fall die Chance, euren Mindset ein bisschen umzugestalten, positiver zu denken, aus der Komfortzone rauszugehen. Ihr habt mit dem Haus hier die Stabilität, die Geborgenheit, das Umfeld auch dabei, um das ihr euch vielleicht mehr Gedanken macht, als ihr müsst. Aber hier heißt es halt einfach auch, ne, sitze ich auf was drauf, was mich eigentlich nicht weitergebracht hat. Letzten Endes, wenn ihr euch hier ein bisschen mehr fokussiert bei dieser Transformation, habt ihr hier, dass ihr euch was erarbeiten könnt oder erarbeitet habt, mit dem ihr jetzt auch das große losziehen könnt. Ne? Ihr habt hier diesen Stand, wo man Reserven anlegen kann, wo man Fülle hat, ein gutes Leben genießt. Sind natürlich auch die Geld- und Finanzthemen dabei. Es kann auch sein, man macht sich darüber Gedanken. Aber es ist eben auch eine Aufgabe für euch dahinter. Wie geht ihr mit all dem um? Wie ist euer Mindset zu den Themen im Leben? Hier kann trotzdem auch sein, dass ihr irgendwie so ein bisschen Geld in die Themen der Vitalität investiert. Das heißt, vielleicht fällt eine Brille runter, vielleicht steht Zahnersatz an, sowas alles. Ne? So, der Glücksimpuls für die Widder. Ihr könnt Träume verwirklichen.
Und ihr habt hier unten noch Amors Pfeil wird euch treffen. Hier kann auch eine Beziehung wieder stabiler werden und die Singles können ja einen Menschen kennenlernen. Ihr Lieben, wieder, ich wünsche euch einen schönen August. Ich drücke euch bis bald. Liebe Zwillinge, hier kommt euer Kurzausblick für Themen für das Kollektiv der Zwillinge in den August rein. Schauen wir, was ich euch mitgeben darf. Ja, hier ist viel Potenzial, das nicht gelebt wird. Ich sage euch gleich mehr dazu. Ich habe hier als Motto, was möchte eure Seele euch sagen im August, sie ist nicht so eng. Nehmt die Dinge nicht so persönlich. Manches ist gar nicht so gemeint. Und unterm Deck habt ihr noch, dass der Schutzengel euch begleitet. Ja, ihr lieben Zwillinge, ihr habt hier die Stille mit der gefrorenen Tundra. Hier ist etwas Trostloses, eine trostlose Landschaft. Es ist hier im Winter sehr kalt und auch gefroren natürlich. Dunkel ist es auch irgendwo, das habt ihr so ein bisschen auf beiden Karten. Und die Tundra bleibt auch im Sommer gefroren, in der Tiefe, aber in der Oberfläche taut sie sozusagen auf. Und wenn die Karte kommt, sagt sie euch, dass ihr euch ein bisschen rausnehmen dürft von einem Projekt, einer Begebenheit, einer Beziehung, auch wenn auch nur für ein paar Augenblicke. Ihr habt hier die Eigenschaften dabei, dass ihr gern um Rat gefragt werdet, dass ihr die anderen immer gut bedient mit irgendetwas, ja. Und dass ihr immer ein offenes Ohr habt und so weiter. Natürlich ist da sehr viel Energie, die für andere da ist. Und da dürft ihr ein bisschen zurücktreten. Hier ist kein guter Moment für eine schnelle Sache, sondern wir haben hier den langen Weg dabei. Hier dürft ihr jetzt mal instand setzen, was beschädigt wurde. Angelegenheiten durchdenken, Brücken schlagen. Und wenn es in eurem Leben irgendwie so ist, als wirkt es auf euch trostlos oder ja, dass ihr denkt, ich versinke hier so im Nirvana, ist alles immer gleich und öde, dann seht es so, dass die Zugvögel im Sommer auch ein neues Leben beginnen. Und so wie die Tundra wieder aufwacht, wenn es taut, so wird auch das Wachstum zu euch wiederkommen. Hier ist ein guter Hinweis drin mit der Karte. Das ist sozusagen die Heilpraktikerin unter den Leuten. Die hat etwas mit Kräuter zu tun oder mit Homöopathie. Die kennt sich aus. Die hat ein Menschenverständnis und auch Lösungen parat. Das ist eine gütige Energie. Im Prinzip hast du aber auch die Sache, dass du dich dabei auch verausgaben kannst oder dich selbst vergessen oder dein eigenes Potenzial nicht nutzt. Die Karte hier sagt, wenn du dein eigenes Potenzial nutzen möchtest und es zum Entfalten bringen, dann brauchst du auch deine ganze Kraft und darfst dich nicht bei anderen verausgaben. Und hier gibt es noch einige Gaben, die du bislang verborgen hast. Du kannst dir in der Karte entweder den Vulkan tatsächlich vorstellen, der zum Ausbruch kommt, oder natürlich auch einen Springbrunnen, dessen Wasser raus möchte. Hier können auch negative Emotionen sein, die unterdrückt werden und irgendwann entladen die sich. Vielleicht ist da ein bisschen emotionaler Stress oder
du guckst auf dein Leben und denkst, ja, ich habe irgendwie das und das und das nicht genutzt. Da gehört auch ein bisschen zu, dass man seine Macht wieder annimmt. Und egal, wenn du jetzt auch hier sagst, ich bin vielleicht ausgebrannt oder ich habe keine Energie mehr, ich fühle mich wie eingefroren, dann macht sich hier etwas auf den Weg, das dir in der längeren Zeit, zwar mit Verzögerungen, aber du darfst ja hier auch warten, ne, bis die Tundra auftaucht. Es gibt hier trotzdem gute Ergebnisse und wenn du ein bisschen aus der Langeweile des Alltags ausbrechen möchtest, ja, dann gucke hier, wo hast du noch ungenutztes Potenzial, ne? Anstatt es an andere zu geben. Es geht darum, eure ganze Größe anzunehmen und euch in eurem Leben auch eure Träume zu verwirklichen. Die sieht man hier auf dem längeren Weg, ne? Ihr lieben Zwillinge, ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich drücke euch. Bis bald. Liebe Wagen, hier kommt euer kleiner Ausblick in den August. Unterm Deck habt ihr noch die Tatkraft. Die Freiheit. Hier die Tatkraft. Ich sage euch gleich mehr. Ja, ihr kriegt den Hinweis mit zur Musik. Es geht um die Töne, die euch glücklich machen, die euch gut tun. Raum und Zeit für eure Seelenmusik nehmen und hier unten am Deck haben wir das Thema Dankbarkeit. Hier ist vielleicht vieles schon selbstverständlich geworden und ihr dürft den Blickwinkel ein bisschen wechseln. Guckt auf euer Zuhause, auf das, was ihr besitzt, auf eure Vitalität, auf eure Partnerschaften und Freunde. Ihr habt hier vielleicht irgendeine Energie, wo ihr euch so ein bisschen eingesperrt fühlt, eingepfercht, ne? Hier ist etwas, das durchkommen möchte, das euch befreit. Das können jetzt eure eigenen Grenzen sein oder auch die Lebensumstände. Jedenfalls ziehen hier Sturmwolken auf, die euch zu sagen haben, kommt mal in die Tat. Da, wo ein Sturm ist oder wo ein Sturm aufkommt, da ist große Spannung. Da baut sich eine Atmosphäre auf und auf die kannst du auch zurückgreifen, wenn es nötig ist, zur Tat zu schreiten. Hier ist auch so, dass du die Veränderung schon möglicherweise heraufziehen siehst. Und hier ist auch Vermeidungstaktik, ne? Lieber nichts verändern, dann muss ich auch nicht zur Tat schreiten. Aber hier zeichnet sich tatsächlich was ab, wo es einfach darum geht, zu gucken, wie setzt du das Ganze um. Manchmal ist es ja Zeit, dass man erst plant, aber hier ist die Aktion gefordert. Also etwas auch aus den Gedanken ins Leben zu bringen, den Geist zu beleben mit Entscheidungen. Und hier kommt es auch nicht darauf an, dass man diese Entscheidung auf Jahre trifft, sondern dass man über diese Begrenzung auch hinausgeht. Man müsste alles gleich und klitzeklar wissen. Hier geht es um den ersten Schritt, der hier in der Freiheit endet. Ein bisschen hast du hier auch deine wahre Größe dabei. Ne? Also da, wo hier etwas eingesperrt ist oder wo ja, die Begrenzung eben groß ist, da liegt noch etwas von dir, was du der Welt noch nicht gezeigt hast. Lass dich nicht in Fesseln legen oder begrenzen. Lebe. Verhalte dich auch so, wie man es nicht von dir erwartet.
Denn du bist hier nicht auf der Erde, um den anderen zu gefallen oder um ein alltägliches Leben zu führen, sondern um selbst auferlegte Grenzen, die hast du hier sehr. Die hindern dich vielleicht auch am Reichtum an sich teilzunehmen des Lebens. Es sind auch Bedürfnisse der anderen oder Glaubenssätze, die hier gelten. Und es geht hier um einen Durchbruch für deine Vorstellungen, für das, was sich für dich richtig anfühlt. Ihr könnt hier frei sein und trotzdem Teil von etwas Größerem oder auch einer Gemeinschaft, ne? Hier können auch noch so gewisse Ängste sein oder Hindernisse, dass wenn ihr alles von euch zeigt, dass ihr euch dann vielleicht ja, verletzbar macht, dass es Grenzüberschreitungen gibt, aber irgendwie müsst ihr ja versuchen, diesen Turm hier auch zu sprengen, ne? Wer sollte das besser können als die Wagen, die im Gleichgewicht sind? Hier kann es auch sein, du fühlst dich allein zu zweit oder so irgendwas, oder du lässt dich einfach hindern von Dingen, die nicht zu dir gehören. Im Prinzip habt ihr euch hier schon einiges erarbeitet, ne? Ihr könnt auf etwas gucken, was Fülle bedeutet. Es sind auch Finanzthemen mit dabei. Ihr könnt euch Reserven anlegen, ihr irgendwie ein gutes Leben genießen. Bei irgendetwas könnt ihr auch das große losziehen. Ich denke, das liegt hier eher an einer Gabe, die ihr entfaltet. Ja, gucken wir, was der Glücksimpuls noch sagt. Ich glaube, ihr habt hier viel mehr zu bieten, was ihr umsetzen und in den Erfolg bringen könnt, als ihr es macht. Ein bisschen Geduld in dieser Zeit, wo die Zeit noch nicht ganz reif ist oder sich der Zeitpunkt nicht gut anfühlt. Investiert in eure Angelegenheiten, ne? Hier ist Tatkraft gefordert, aber das macht ja auch jeder dann, wenn für ihn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Ihr lieben Wagen, ich wünsche euch einen schönen Monat. Ich drücke euch bis bald. Liebe Wassermänner, hier kommt euer Impuls für den August. Für das Kollektiv der Wassermänner. Das darf ich euch weitergeben. Ihr habt hier den Neuanfang mit dem Sonnenaufgang. Und das Vorangehen. Ihr generiert euch irgendetwas Neues, was euch auf der langen Ebene, hier ist das Gras drauf, ne? Das bringt Gedeihen und Fülle mit. Ich sage euch gleich mehr. So, nehmt euch Zeit für euch selber und nutzt eure Zeit. Die Vergangenheit ist vorbei. Man kann keine Zeit zurückholen und hier unten habt ihr die Kreativität. Ihr habt hier so viele Talente noch und eure Seele braucht einen Ausgleich zum Alltag. Das Wohnzimmer. Unten habt ihr noch das kleine Kind. Wunderbare Energien. Normalerweise sagt man ja, alles neu macht der Mai. Bei euch möchte ich fast sagen, alles neu macht der August, denn ihr habt hier den Neuanfang. Hier mit dem kleinen Kind natürlich auch Neuigkeiten, Infos. Da geht man interessiert hervor, da bringt man irgendwas auf die Welt, ja. Und man startet irgendwas Neues in kurzer Zeit. Mit dem Wohnzimmer habt ihr hier die kurze Zeit auch, wo ihr euch im engsten Kreise vielleicht auch Zeit nimmt, euch die Seele baumeln zu lassen. Da kann es noch so viel sein oder noch in vielen kleinen Bereichen. Ihr kriegt es irgendwie alles gut gemeistert. Da ist Ruhe, da sorgt ihr für Ruhe,
trotzdem geht ihr voran und ihr dürft hier trotzdem auch gucken, dass ihr euch nicht zu sehr abschottet, ne? Die Zeit gut nutzen, die hier verfügbar ist. Ja, wenn die Sonne aufgeht, und das sieht man hier bei euch, dann gedeihen viele Dinge auf wunderbare Art und Weise. Auch hier auf der Karte habt ihr neue Ideen, Erlebnisse, Vitalität, das Motto nutze den Tag, ne? Ihr könnt vielleicht sehr viel mehr im Hier und Jetzt leben. Ihr habt schon unglaublich vieles geleistet. Und hier haucht man irgendwas Neuem wieder Leben ein. Timing ist wichtig. Was du möchtest, wird jetzt möglich. Sei da auch kreativ, ne? Und dein inneres Leuchten kann wieder von den anderen wahrgenommen werden. Dann endet ihr hier ja in der Karte des Vorangehens. Hier ist Üppigkeit und Wachstum und Produktivität vorhanden. Eine frische Energie, ne, die hier durchweht. Vieles im Leben kriegt hier einen neuen Schwung, einen neuen Glanz. Und ja, da ist sehr viel, das ihr pflegt, um weiter voranzukommen. Es kann ja auch sein, ihr baut auf Dinge auf, die ihr schon erreicht habt und gestaltet diese neu. Das ist alles gut und schön, ne? Aber vergisst bei den vielen Sachen, die es hier gibt, nicht auch eure Ernte abzuholen, eure Einträge einzufahren. Es ist so eine richtig gute Qualität im Leben bei euch, wo sich das alles vermehrt und intensiviert und wo auch die Bedingungen optimal sind. Ihr habt hier wirklich kurze Zeitangaben dabei. Hier sind es Stunden bis 4 Wochen, wo sich hier etwas auftut. Vielleicht auch, wo euer eigenes näheres Umfeld, der engste Kreis sozusagen, mitbereichert wird oder mitgefordert wird. Bedeutet für mich, auch wenn es zu viel wird, kann man abgeben. Im Wohnzimmer hast du auch immer die Energie, die dir Gemütlichkeit mitbringt, wo du dich rausnehmen kannst, wenn es zu viel wird, oder auch abgeben an die Menschen, die dir wichtig sind. So, euer Glücksimpuls, liebe Wassermänner. Manifestieren. Ihr verlasst einen Zyklus, ne, wo alles vielleicht viel zu viel war, wo ihr euch verausgabt habt, wo ihr nicht dazu gekommen seid, eure Lebenszeit, eure Kreativität zu nutzen, sondern wo ihr runtergerackert habt und Sachen manifestiert habt, die ihr hier auch ernten durftet. Aber an diesem Punkt, wo die Felder abgemäht sind, geht es eben auch wieder neu weiter. Und das habe ich für den August, für die lieben Wassermänner. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald. Ihr lieben Stiere, hier kommt euer Impuls für das Kollektiv der Stiere für den Monat August. Was darf ich euch mitgeben? Welche Themen sind hier? Ihr habt hier den Neuschnee und unten am Deck habt ihr noch die Weisheit. Hier ist ein klärender Prozess für euch zu sehen. Eine große Erfahrung. Ich sage euch gleich mehr. Ihr habt das Thema Überwinde dich dabei. Da geht es darum, dass man nicht aus Angst vor Ablehnung irgendetwas nicht tut. Geht auf Menschen zu, die euch was bedeuten. Und unterm Deck haben wir noch die Liebe. Also Liebe und Freundschaft scheinen hier auch ein Thema für euch zu sein, liebe Stiere. Auch für die Singles, ne? Wenn ihr irgendwie jemanden ins Auge genommen habt, gefasst habt, traut euch, habt keine Angst vor Ablehnung. Mehr als ein Nein kann es hier nicht sein. Hier habt ihr schon die Bindungskarte, Verträge, Beziehungen aller Art.
Sehr viele Gedanken. Und hier kommt das große Glück für euch. Bei irgendetwas werdet ihr trotz allem belohnt werden. Ne? Es kann sein, dass ihr sehr gedankenlastig seid, dass ihr eine melancholische Stimmung über irgendwas habt. Möglicherweise hinterfragt ihr euch hier auch das Beziehungsleben. Diese Karte hier, die bringt euch auch Reinheit in die Gedanken mit. Ne? Denn ich sehe irgendein Thema, das euch in der Vergangenheit sehr beschäftigt hat. Irgendetwas, was sich festgesetzt hat. Und die Karte sagt einfach, bring mal frischen Wind in dein Oberstübchen rein. Ne? Hier möchte eine Reinheit sein, die du hattest, bevor Verschiedenes passiert ist. Und hier beginnt für dich tatsächlich eine große Zeit der Gnade. Öffne dich und auch dein Herz. Ne? Sei dir gewiss, wenn du öffnest, dass auch das Beste zu dir kommt. Hier hast du ja die Angst vielleicht auch vor Ablehnung oder Abneigung. Und hier wird auch gesagt, dass über was du dir hier sehr viele Gedanken machst oder wo dein Intellekt auch sehr damit beschäftigt ist, Arbeit zu leisten. Das möchte dir eigentlich sagen, dass es nicht unbedingt sein muss, dass etwas, was in der Vergangenheit schon mal so war, wieder so ist. Hier geht es darum, blockierende Glaubenssätze von dir fallen zu lassen. Und die Karte sagt auch, das Wiederkehrende, wir haben hier den Ring sozusagen, die Bindung, blockierende Sachen abfallen. Ne? Eine Zeit der Erlösung beginnt irgendwie. Du wirst hier mit Fortunas Füllhorn überschüttet. Hier ist so viel geistige Tiefe auch. Ne? Hier mag es sein, dass du viel an der Unterfläche irgendwie so rumbohrst, bis es an die Oberfläche kommt. Aber auch, dass die Oberfläche, die sichtbar ist, sehr wenig mit dem zu tun hat, was in der Tiefe geschieht. Wenn es irgendetwas Oberflächliches gibt, dann sagt die Karte dir hier, schau mal ein bisschen tiefer. Hier könnte es sein, irgendetwas stimmt nicht mehr. Etwas hat einen anderen Anschein, deshalb hast du hier auch die Reinheit, etwas wird reingewaschen. Hier ist für dich ein Stückchen mehr Frieden und Freiheit und Gelassenheit zu finden. Auch wenn es herausfordernd ist, hier wird sich später was als sehr wohltuend für dich auszeichnen. Du kannst vielleicht im Moment noch nicht richtig sehen, wo die Entwicklung hingeht, aber du hast hier auch das große Glück auf der letzten Karte. Das, was sich hier anbahnt, wird sehr lohnbringend für dich sein und hat sehr viel damit zu tun, dass du in ein anderes Glücksgefühl gehst, in eine andere Resonanz. Und du wirst hier auch erkennen, dass du dir viel Gedanken umsonst gemacht hast. Das hier ist auch die Trumpfkarte in diesem Kartendeck. Mit der kannst du unangenehme Dinge gut meistern, gute Erfahrungen machen. Die Sonnenseite des Lebens mehr sehen wieder. Großzügig sein, von dem, wo du etwas bekommst, auch etwas weitergeben. Ne? Schauen wir die Glücksimpulse für die Stiere an. Ihr dürft aufatmen, etwas wird leichter. Und hier auch vor allem in den Finanzen, das habt ihr auch hier schon, ne? Dass euch etwas in die Karten spielt. Vielleicht auch etwas Verbindliches. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Monat. Ich drücke euch bis bald. Ihr lieben Steinböcke, hier kommt eure Legung für den August, für das Kollektiv der Steinböcke. Was darf ich euch mitgeben? Welche Themen kommen? Ihr habt hier auch die Gelegenheit, die Karte ist, glaube ich, bei 3, 4 anderen Legungen auch gekommen.
Und ihr habt unten die Wahrheit. Ich sage euch gleich mehr. Die Seelenbotschaften. Schau dir den Weg genau an, den du gehst. Hast du dir das so vorgestellt, wie es jetzt ist? Wenn nicht, kommt hier die Gelegenheit, etwas zu ändern. Du hast hier die Natur, die sehr wichtig ist. Die hast du hier Wald viel, ne? Mondlicht, Luft. Und hier wird auch gesagt, geh hinaus ins Grüne, atme die ganze Fülle der Natur ein, tanke Energie. Die Reisekarte. Okay, ihr Lieben, schauen wir. Das hier ist eigentlich eine sehr schöne Karte für euch, denn hier ist eine empfangende Energie, eine reflektierende Energie und der Mond möchte dir sagen hier, dass du den Wohltaten des Universums zugutekommen kannst, dass die Geschenke auf dich warten, dass sie in dein Leben fließen können, egal was es jetzt ist, ne? Vitalität, Freude, Fülle. Hier kommt etwas auf dich zu. Du hast vielleicht dieses Ding, dass du damit haderst, dass wir nicht immer glücklich sein können, jeden Tag, sondern dass wir hier auch sowas haben wie Tag und Nacht, die Mondphasen, Ebbe und Flut. Erfüllung ist nicht konstant, ja. Aber hier geht es um die empfangende Ausrichtung auch, ne? Wie guckst du darauf? Wie gut kannst du es? Was gibst du ab und wo empfängst du? Wo gibst du noch zu viel in die Sachen, wo du jetzt auch feststellen wirst, es bringt mir gar nichts, was ich hier mache. Ich brauche einen anderen Weg. Hier geht es nicht nur um die Finanzen, hier geht es auch um emotionale Fülle. Und ihr dürft euch hier überlegen, ob ihr euch nur beklagt, dass es nicht ständig Fortunas Füllhorn über euch gibt, sondern auch andere Zeiten. Oder ob ihr dankbar seid für das, was ihr habt, damit sich das laut Gesetzmäßigkeit des Universums auch vermehrfachen kann. Es geht darum, eure eigene Wahrheit zu finden. Wir haben hier unten tatsächlich ein bisschen Konflikte, Anspannung, Streitigkeiten. Ne? Hier reagiert man vielleicht gereizt, es gibt etwas Ärger, man muss Lösungen finden. Möglicherweise braucht man irgendwo einen Vermittler oder einen, der schlichtet. Aber im Prinzip geht es auch darum, dass man hier die eigene Wahrheit findet. Das ist nicht immer so leicht, denn Ehrlichkeit ist ein seltenes Gut. Wenn du es aussprichst, wirst du verletzt, meistens. Aber es geht darum, authentisch zu sein. Ne? Was stimmt noch, was stimmt nicht mehr? Hier liegt die Kursänderung. Ja? Hier die Reisekarte in eine andere Richtung. Und es geht um das Aussortieren von dem, was dir eigentlich hier Auseinandersetzung mitbringt. Wenn du nämlich weißt, was deine eigene Wahrheit ist, dann kannst du auch aussortieren und wieder fliegen. Ne? Da ist viel Befreiung dahinter. Da ist auch viel Maske. Irgendwo kannst du nicht du selbst sein. Da ist vielleicht viel Alltagsallerlei oder du kriegst sowas wie Fernweh. Die Urlaubszeit ist dir wichtig oder wäre jetzt im Moment wichtig. Hier ist eine Reise, hier geht es aber auch um alles, was sich bewegt oder fortbewegt. Und hier kann auch sein, dass du an sich darauf
gestoßen wirst, dass du dich mental und auch körperlich mehr bewegen sollst. Manchmal ist die Karte auch ein Hinweis darauf, dass etwas teurer wird als gedacht. Es kann jetzt hier natürlich von irgendeinem Amt oder einer Behörde oder so kommen. Vielleicht ist das auch ein bisschen Lehrgeld für dich, wo du dann merkst, das möchte ich so nicht mehr, ich mache etwas anderes. So, dann schauen wir, was dein Glücksimpuls ist. Du beendest eine schwierigere Phase und du hast zweimal die Kurskorrektur. Ne? Hier ist die Kursänderung, hier ist die kleine Kurskorrektur. Das muss gar nichts Großes sein. Das können Kleinigkeiten sein, die hier als Gelegenheit kommen, mit denen du auch wieder bis zu innerhalb einem Jahr vieles verändern kannst. Hier sind auch Ortswechsel mit drin. Ne? Hier geht man irgendwie wieder mit Elan an die Dinge. Ihr lieben Steinböcke, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald. Ihr lieben Jungfrauen, hier kommt eure Botschaft, euer Impuls für den Monat August, für das Kollektiv der Jungfrauen. Das darf ich euch mitgeben. Ihr habt hier das Wunder und den Flow. Möglicherweise eine wundersame Wende, die euch hier bevorsteht. Dann, was möchte eure Seele euch mitteilen? Die Musik könnte wichtig werden. Es geht um die Töne, die euch glücklich machen, die euch gut tun. Nehmt euch bewusst Zeit und Raum für eure Seelenmusik. Und hier geht es auch um die Seelennahrung. Also etwas Gutes reingeben, damit auch das Innen gut bedient ist. Guckt auf gute Lebensmittel, guckt auf eure Ernährung. Nährt Körper, Geist und Seele. Hier ist ja das, was euren Geist hebt. Und hier ist das auch, was eurem Körper gut tut. Erwartungen. Die Hoffnung, das große Wasser. Eine schöne Energie bis jetzt. Ich sage euch gleich mehr. Ja, der Quarzkristall hier, den umgibt eine besondere Kraft und der gibt euch die Botschaft mit. Hinter der nächsten Ecke warten schon Gelegenheiten auf euch, die wie Wunder sind. Ja? Das hättet ihr so nicht erwartet. Vielleicht erkennt ihr sie auch nicht gleich als solche, aber sie sind dennoch da. Man ist ja auch in der Erwartung, dass irgendetwas kommt. Ne? Man hat vielleicht einen großen Aufwand betrieben und etwas wird nicht gleich belohnt. Trotzdem ist hier so eine Vorfreude, eine Hoffnung. Hier sind auch tendenziell ganz gute Erwartungen, denn mit dem Wunder und der Hoffnung hier und dem Flow habt ihr tatsächlich vielleicht auch ein bisschen später die eingetroffene Erwartung. Ihr habt irgendwo einen größeren Aufwand gehabt, der dann belohnt wird. Und möglicherweise erkennt ihr das Belohnen nicht richtig. Ne? So, hier geht es um Wertschätzung für das, was im Leben auch ein kleines Wunder mitbringt. Das ist sehr viel. Das kann ganz winzig sein und doch eine große Wirkung haben. Heißt aber auch, lege Erwartungshaltungen ab. Begrenze nicht dein Denken, denn wenn du dir nicht vorstellen kannst, wo etwas herkommt, dann wird es eben schwierig.
Sei einfach offen, egal wie ein Wunder in Erscheinung treten darf, aber falle auch nicht in irgendwelche, ja, wie nennt man das, Illusionen rein. Gucke, was machbar ist, auch in deinem Leben. Vielleicht hast du von irgendwas auch zu eine große Erwartung und hinderst dich an deinem persönlichen Fortkommen. Ne? Hier ist eine große Konfrontation auch mit den Wünschen, den Träumen, und hier ist eine gute Energie vorhanden, die für euch verfügbar ist. Doch lohnt es sich, dürft ihr euch hinterfragen, was ist machbar oder was ist auch nicht machbar? Wo steht ihr euch selbst im Weg? Also was kommt mir hier? Diese Karte hier, die zeigt natürlich auch den Fluss des ewigen Lebens an. Du kannst ihn nicht anhalten, diesen Fluss, auch wenn er Kurven hat und Abzweigungen oder Wendungen. Ja, und manchmal ist es angebracht, nicht am Ufer zu bleiben, und manchmal ist es auch gut, mit dem Strom zu schwimmen, vertrauensvoll im Fluss zu baden, zu gucken, wohin fließt denn mein Leben. Hier ist ein bisschen Bilanz ziehen auch mit dabei. Achtsamkeit ist gefragt. Ne? Viele, die warten, aber sie leben eben in der Zeit nicht. Und es geht einfach darum, sich nicht querzustellen, sondern mit dem Leben auch zu gehen. Glaubensmuster wegzulassen, zu vergeben. Auch das Gefühl zu kriegen, ich muss mich nicht ständig rechtfertigen für meine Ansichten. Hier ist sehr viel Kritik oder Verurteilung, vielleicht auch dir selbst gegenüber. Und du kannst die sanften Töne nicht mehr richtig hören. Ja, liebe Jungfrau, du darfst voller Dankbarkeit und Liebe in Einklang mit dem Flow kommen. Dann wirst du überall um dich herum auch schöne Dinge wieder wahrnehmen können und bei irgendetwas Erlösung erfahren, was dir auf der Seele liegt. Der Glücksimpuls für die Jungfrau. Du könntest Ballast abwerfen, wenn du mehr abgibst. Ihr lieben Jungfrauen, ich wünsche euch einen schönen Monat. Ich drücke euch bis bald.